Bei KI-Projekten kommen manchmal GPUs zum Einsatz, weil sie besser geeignet sind. Ja, manchmal. Und in welchen sie wirklich besser geeignet sind, erfahrt ihr jetzt in dem Video. Fachwissen zu künstlicher Intelligenz, High-Performance Computing und Cloud. Wofür setzt man GPUs denn bisher ein? GPUs kennt man wahrscheinlich eher aus dem Umfeld der Spiele, im Engineering-Bereich und im High-Performance-Computing-Umfeld. Dort ist die Anforderung, dass viele Bilder und viele Flächen parallel berechnet werden können. Und das bietet die Architektur von GPUs. Künstliche Intelligenzen stellen eine ähnliche Anforderung an ihre Prozessortechnologien, weshalb GPUs hier quasi einen neuen Frühling erlebt haben. Wie kann man den Unterschied zwischen GPU, FPGA und CPU anschaulich beschreiben? Ein CPU ist wie ein Kellner, der sich vom Tresen ein Getränk nimmt und es dir an den Tisch bringt. Ein GPU, also ein Kellner, der wie ein GPU arbeiten würde, nimmt sich quasi 5 oder 10 Gläser parallel und bringt sie zu dir an den Tisch. Und FPGAs, das ist in der Tat durch ihre freie Programmierbarkeit etwas dazwischen. Da kann der Kellner sich 1, 1,5 oder auch nur ein Dreiviertelglas nehmen und es dir auf den Tisch bringen. Welche KI-Anwendungen für GPUs gibt es schon heute? GPUs kommen aktuell bereits zum Einsatz bei selbstfahrenden Autos, wenn es darum geht, Objekte, Straßenschilder oder auch die Führungslinien auf den Straßen selbst zu erkennen. Aber auch bei altem Filmmaterial von den Weihnachtsfeiern oder den Bildern von damals gibt es die Möglichkeit, die Qualität auf ein aktuelles Level zu bringen. Sie kann aber auch wirklich Leben retten. Gerade in der Medizin, bei der Erkennung von Krebs auf MRT- oder Röntgenbildern oder auch bei der Analyse von Genomen, um die Ursache und Herkunft von Krankheiten zu identifizieren. Für welche KI-Projekte eignen sich GPUs besser als CPUs? CPUs haben ihre Stärke bei der Auswertung von strukturierten Daten, um dort Anomalien zu erkennen. Wenn es aber darum geht, sehr viele große Datenmengen parallel zu verarbeiten, und das sind nicht in etwa mehrere Excel-Dateien, sondern das sind sowas wie Bild und Ton, wo wir selber oft feststellen, dass wir sehr viel auswerten müssen, um das komplett aufzunehmen, haben GPUs durch ihre Architektur einen enormen Vorteil. Mit welchen einfachen Fragen kann man überprüfen, ob ein KI-Projekt sich für GPUs eignet? Es kommt auf den Workload an. Habe ich also viel mit Bild und Ton zu tun, dann ist das schon mal ein Hinweis, dass ich hier wahrscheinlich einen großen Vorteil mit GPUs habe. Ich kann bei der Softwarelösung, die ich mir selber anschaue, einfach mal die Anforderungen durchgehen, wonach gefragt wird, nach CPUs oder GPUs, also welche Technologie wird erfordert. Wenn man sich unsicher ist, fragt man einfach einen Experten. Was sollten Unternehmen klären, bevor sie GPUs in KI-Projekten einsetzen? Je nachdem, wo ihr begonnen habt, ist es wichtig, einfach zu prüfen, welche Technologie erfordert vielleicht die Lösung oder die Software, die ihr bereits im Einsatz habt. Ein zweiter wichtiger Punkt sind die Kosten. Ich meine wirklich die echten Kosten. Lasst euch hier nicht von dem ersten Preisschild einfach blenden. Rechnet durch, was würde ein Training zum Beispiel bei der Nutzung von GPUs aus der Cloud wirklich kosten. Und das dritte, versucht Workloads zu verteilen. Inferenz, also das einfache Anwenden von künstlicher Intelligenz, könnt ihr vielleicht bei euch machen und nur das aufwendige und teure Training durch Ressourcen aus der Public Cloud beschleunigen. So holt ihr aus beiden Welten wieder das Beste heraus. Der Einsatz von GPUs ist für manche KI-Anwender neu. Lohnt sich der Mut, beim nächsten KI-Projekt auf GPUs zu setzen? Traut euch! Prüft bitte vorher nur, ob sich GPUs für euer Projekt auch wirklich eignen. Wenn dem so ist, können GPUs euren Prozess um ein Vielfaches beschleunigen, sodass ihr euer Ziel viel schneller erreicht und ihr sogar Geld spart. Weitere Infos gibt's auch im KI White Paper, kostenlos zum Download. Den Link finden Sie unten in der Videobeschreibung. Weitere spannende Details rund um künstliche Intelligenz, High Performance Computing und Cloud gibt's auf diesem Kanal. Abonnieren und Glocke klicken. Appetit auf KI? Wenn Sie KI-Projekte im Unternehmen umsetzen möchten, melden Sie sich gerne direkt bei uns.